just by way of helping us come back into Samuel. Kleine Hilfe, dass wir wieder einsteigen können bei Samuel. Just think of one or two things about yesterday that stood out to you, that you remembered, you thought were important. Gibt es ein oder zwei Sachen, die dir wichtig geworden sind oder die besonders dich berührt haben bei Samuel gestern? Now I know you've been thinking about lots of other things since yesterday. Ich weiß, dass viele andere Sachen ihr auch noch im Kopf haben musstet seit gestern. So I'll give you a few moments. Ich gebe euch ein bisschen Zeit zum Überlegen. This is to help us come back to where we were. Einfach um uns zu helfen, wieder da anzukommen, wo wir aufgehört haben gestern. It's not a test. Es ist keine Prüfung. Yes, please. I talk in German, it's easier for me. Warum, also mir hat gefallen, warum Saul gesagt hat, als einer, das einen Menschenfurcht gehabt hat. About Saul and his fear of man, Yes. And he was proud dass stolz war, und dass sich sein Herz verhärtet hat. and that his heart was hardened. Yes. What a tragedy. Those things ended up having such a bad effect on his life. Was für eine Tragödie und wie diese Wurzeln, was das dann für einen Effekt auf sein ganzes Leben am Schluss hatte. And what a challenge for us. Und was für eine Herausforderung für uns. Thank you. Okay? David could have killed Saul, but he didn't do it. He decided not to do it. Also dass David Saul mehrfach hätte töten können, aber es nicht gemacht. Even though he hurt him a lot and there was a lot of pain, I guess. Obwohl Saul ihn wirklich auch verletzt hat und da sicher sehr viel Schmerz bei David war. Yes. I was thinking this morning, just that whole challenge of rejection that he would have known. Einfach überlegt euch mal, was das für ein Ablehnungsschmerz auch bei David war. Seems that he was not too welcomed by his family and brothers. Das ging schon in seiner eigenen Familie los, wo er scheinbar auch von seinen Brüdern abgelehnt wurde. And then chased around as an enemy by his leader. Und sein eigener Leiter jagt ihn rum wie einen Feind. That would have been a lot to deal with. Also das ist viel Ablehnung, mit der man irgendwie fertig werden muss. Thank you. Something else, yeah. I just really find, like, in general, like David, how he is, like his character and like how he's like handling stuff is just super impressive. Like to see that, because you don't really like hear anything like specific about his family that he. Der Charakter von David beeindruckt mich, wie er mit Sachen umgeht. Man sieht zwar nicht ganz genau in seiner Familie, aber That his family is super spiritual or like believes extremely in God. You actually see that their brother are laughing about him and like saying, oh, what are you doing here? Like, why do you want to fight against Goliath? wo seine Familie so voll religiös drauf ist, lehnen seine Brüder ihn total ab und sagen, hey, was machst du hier überhaupt beim Schlachtfeld? Was willst du hier überhaupt? And I just feel it's really impressive that he still like keeps this love and just this kindness and even like boldness in his heart, even if he feels so much rejection, like how you said right now, like from his leader, from his family, and that he's just like, he has such a good image of God, like he's Ich bin representing so God. beeindruckt, wie David trotz all diesen Sachen einfach nicht bitter wird oder dass sein Charakter gut bleibt und er sich davon nicht beeinflussen lässt. It's really quite a massive thing, isn't it? Exactly. Das ist echt ein Riesending eigentlich. I think one of the things I just love about this is because we have the Psalms of David, Weil wir die Psalmen haben von David. some of them, as you know, have titles with historical connections.
Manche der Psalmen haben Überschriften, wo man historische, geschichtliche Verbindungen herstellen kann. but most of them don't. Die meisten nicht. But all Psalms were written out of some situation. Aber alle Psalmen haben eine Situation, die ihnen zugrunde liegt, während sie geschrieben worden sind. You know, I don't think anybody who wrote the Psalms got up in the morning and, you know, stretched and said, I think I'm going to write a bit of the Bible today. Ich glaube, keiner der Psalmschreiber ist morgens aufgestanden, hat sich ein bisschen gestreckt und gesagt, ich glaube, ich schreibe heute mal ein bisschen was für die Bibel. But there was something going on in their life whereby that psalm, that poem was written. Sondern in ihrem Leben war irgendwas los und das ist der Grund, warum sie so einen Psalm dann geschrieben haben. Many were written out of difficulties people were in. Viele Psalmen sind in großen Schwierigkeiten geboren worden. Others were written out of the fact God had answered their prayers and God had delivered them out of difficulties. Andere Psalmen sind entstanden, weil Gott die Person gerettet hat aus ihren Schwierigkeiten. Some were written just simply as a praise to God. They just had a heart whereby they wanted to praise God. Andere Psalmen sind einfach als Loblied an Gott entstanden. And with Psalms, it is easy to read them and think they're all kind of similar. Und es kann sein, dass man die Psalmen so liest und denkt, ja, die sind ja alle ziemlich ähnlich. But as you read them carefully, you can, even if there's not a title explaining what the psalm's about, if you read it carefully, you can find out. Aber wenn man sich die Psalmen genauer anschaut, selbst wenn sie nicht so eine Themenüberschrift haben, kann man doch aus den Zeilen rauslesen, was da gerade los war, als der Psalm entstanden ist. So if it says, oh God, help me, my enemies are overwhelming me, then you know there's a problem. Also wenn du in einem Psalm liest, dass da drin steht, oh Herr, hilf mir, rette mich, meine Feinde überwältigen mich, dann kann man davon ausgehen, dass da gerade ein Problem war. And if you read, oh God, would you please heal me, I'm sick, then you Oder know he's sick. wenn da drin steht, oh Herr, bitte heile mich, dann kann man davon ausgehen, dass die Person, die das geschrieben hat, gerade krank war. Or if he says, thank you God, you healed me and brought me up from Sheol, you brought me out of the grave, thank you, then again it's a psalm of praise because the prayer for healing has been heard. Oder wenn man in einem Psalm liest, oh, danke Herr, dass du mich geheilt hast und mich wie aus dem Grab wieder gerettet hast, dann weiß man, dass da der Psalmschreiber Gott dankt, weil er geheilt worden ist. The reason I'm saying this is because he had so many challenges, but we can get a clue how he dealt with them. Warum sage ich das? David hat so viele Herausforderungen in seinem Leben gehabt, aber die Psalmen geben uns wie den Schlüssel dazu, um zu verstehen, wie er mit diesen Herausforderungen umgegangen ist. And that is, he turned to God and poured out his complaint to God and his difficulties to God, and in it all had a real sense of confidence despite the problems. Und wir lesen aus dem Psalm raus, was er gemacht hat, nämlich er hat sich immer wieder zu Gott gewandt und sein Herz vor Gott ausgeschüttet, und das war das, was ihm letztendlich geholfen hat, damit umzugehen und auch sein Vertrauen zu Gott nicht zu verlieren. Yeah. Anybody else have anything to say? This is really good feedback. Möchte noch jemand was sagen, was euch aufgefallen ist von gestern? Okay, let's. We're talking about the part of Samuel where David is rising and Saul is kind of falling. Es geht jetzt in 1. Samuel um die Stellen oder die Zeit, wo David am Wachsen und Erstarken war und bei Saul ging es schon bergab. And yesterday we looked how when he had an opportunity to
be free of his enemy. He didn't. He refused to kill Saul. Und gestern haben wir gesehen, dass obwohl David die Möglichkeit hat, seinen Feind zu beseitigen, hat er sich geweigert, das zu tun. And this is followed very quickly by the death of Samuel, chapter 25. In Kapitel 25 sehen wir, dass ziemlich kurz danach der Tod Samuels ist. Of course, David hadn't seen Samuel for a long time now because Samuel had stepped out of the picture. Natürlich hat David Samuel schon lange nicht mehr gesehen, weil Samuel sich zurückgezogen hatte. And then we come to a time when David very nearly made a big mistake. Und dann kommt eine Zeit, wo David ganz beinahe einen schwerwiegenden Fehler begangen hat. And he was only saved from this by the quick thinking of Abigail, thank you. Of Abigail. Und das Einzige, was ihn gerettet hatte dort, war die Geistesgegenwart und Weisheit von Abigail. What was David doing these years he was on the run from Saul? Was meint ihr, was hat David wohl so gemacht den ganzen Tag, während er auf der Flucht war vor Saul? In a marvelous way, it was God's on-the-job training for the role he was going to have in the future. Eigentlich auf wunderbare Weise waren diese Jahre wirklich so on-the-job Ausbildung für David, was ihn vorbereitet hat für das Königsein nachher. It's God's personal apprenticeship program for David. Das ist wie eine Lehrlingszeit, die Gott für David da gemacht hat. Because the time he left Saul and went to Nob and got the bread and the sword, and he had just a small group of people with him. Angefangen mit der Zeit, wo David weggegangen ist von Saul und dann beim Priester in Nob war und da Essen und Waffen bekommen hat, und es waren nur ein ganz paar Leute mit ihm. And we read that other people joined him, mostly people that were disaffected, they were in debt, they were on the run, they found, here, we're going to be with David. Und wir lesen, dass die Leute, die sich David angeschlossen haben, waren selber Leute, die auf der Flucht waren oder das verschuldet waren oder sonst irgendwas auf dem Kerbholz hatten. Das war die Sorte Menschen, die sich David angeschlossen haben. And David took this rabble and kind of built them into a fighting force. Und David hat diese Gruppe von also eigentlich Weggelaufenen genommen und hat sie wirklich zu einer Kampftruppe ausgebildet. And there's a story that's recorded at the end of 2 Kings. Es gibt eine Geschichte am Ende von 2. Könige. About some of them who became his leaders, his generals. They were known as the mighty men. Da wird berichtet über einige von diesen Männern, die wirklich zu seinen Heerführern geworden sind, und die werden die mächtigen Männer Davids genannt. But he was so able to instill loyalty into those people, and they had such a love and respect for him. Aber er hat es irgendwie fertiggebracht, dass diese Männer wirklich sich ihm loyal wirklich anvertraut haben, und hat in ihm Vertrauen aufgebaut. So one day he was, I think, in the cave of Adullam, hiding out from Saul. Und er war mal wieder in einer Höhle versteckt vor Saul. And he just made one of those comments, "Oh, I just love a drink of water from Bethlehem." A well in Bethlehem. Und er hat einfach so gesagt, oh, das wäre doch jetzt, was würde ich drum geben, wenn ich jetzt einen Schluck Wasser aus der Quelle in Bethlehem trinken könnte. And you can understand that kind of thing, can't you? Und ihr versteht, dass man manchmal so einen Spruch einfach so macht. That's where he grew up, and that was the water he grew up
as a Weil young guy. er kam aus der Gegend und er kannte die Quelle und wie gut das Wasser da war. And water is different everywhere. That's a different taste. Und Wasser schmeckt ganz unterschiedlich, je nachdem, von wo man kommt. And it was just this thing that he said, oh, it would be great. Und das war einfach so die Sache, wo, oh, das wäre jetzt gut, das täte mir jetzt You gut. know what it's like when you've been out of your culture for a while and there's just some of those things you miss from. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr schon eine Zeit lang nicht mehr bei euch zu Hause in eurer Kultur wart und dann gibt es einfach dieses eine Ding, was ihr echt vermisst. For a British person, it might be, oh, I just love some Marmite. Für jemanden aus England oder so könnte es sein, dass der sagt, oh, jetzt Toast mit Marmite drauf, das wäre jetzt das Richtige. Or Das something. ist so ein Hefeextrakt, den nicht jeder mag. So wie Yes, Vitam oder sowas. It can look like chocolate, Man kann es mit Schokolade verwechseln. and the very best thing is when our American friends come to England. Und das Beste ist immer, wenn Freunde aus Amerika nach England kommen You give them some Marmite on some bread and say this is chocolate. und du machst Marmite, was sehr salzig schmeckt, auf den Toast und gibst es ihnen und sagst, das ist Schokolade. And they take a big bite. Und sie beißen voll rein. And they go, Und sie spucken es aus und sagen, das ist ja furchtbar. because it's a very different taste. Ja, es schmeckt ganz anders. In fact, it's one of these things that in a commercial, on a television commercial for this product, Und das Lustige ist, dass sogar in einem englischen Werbespot für Marmite they had the strapline, you either love it or you hate it. ist der Hauptslogan, entweder liebst du es oder du hast es. And that's true. Und das ist wahr. If you have a British passport, you love it. Wenn du einen englischen Pass hast, dann liebst du das Zeug. Any other passport, you hate it. Andere Nationalitäten hassen es. Anyway, we don't have to talk about Marmite. Also wir hören jetzt auf, über Marmite zu It sprechen. was just this thing of childhood memory that was, and he just spoke this. Ja. Aber eben David hatte einfach diese Kindheitserinnerung an das Wasser und hat das einfach so ausgesprochen. But the problem was, at that point, Bethlehem was controlled by the Philistines. Das kleine Problem an der Sache war, Bethlehem war zu der Zeit unter der Kontrolle und Herrschaft der Philister. And three of these people actually went to Bethlehem. They heard him say that, went to Bethlehem at the risk of their own lives to get some water from the well and bring it back to David. Und das Problem war, dass drei seiner besten Männer, die waren so loyal, dass kaum hatten sie diesen Spruch von ihm gehört, sind die nach Bethlehem runter und haben sich zur Quelle durchgekämpft durch die Philister, haben Wasser geschöpft und haben es zu David gebracht in die Höhle. And that gives a clue of the sense of community and loyalty and connectedness he was able to build as a leader in the making. Das gibt uns einen kleinen Einblick in was das für eine zusammengeschweißte Truppe war und den Grad der Loyalität und Hingabe an David, die er in seine Männer irgendwie reinlegen konnte. But as they were hiding out and this army was growing, this band of fighters, what did they do? Also während David so sich versteckt hat und auf der Flucht war mit dieser Truppe, die sich da um ihn gesammelt hat, was meint ihr, was die den ganzen Tag wohl gemacht haben? Well, the evidence is that they were protecting the villages, the Israelite villages that were around the area where they were hiding. Es sieht so aus, als ob sie die Dörfer in der Gegend, wo sie sich gerade aufgehalten haben, beschützt haben vor Feinden. And there was no police force. Villages were open to random attacks by foreigners, and they actually brought real stability in that area. Also damals gab es noch keine Polizeikräfte und
So ein kleines Dorf irgendwo draußen in der Landschaft war völlig offen und da sind immer wieder Feinde gekommen, die Überfälle gemacht haben. Und wenn David und seine Truppe in der Nähe waren, haben die wirklich Stabilität in diese Gegend gebracht und Sicherheit. So if David was in this area here, by hiding in the caves there, Also als David bei Engedi war und sich dort in den Höhlen versteckt hat, there was a man very wealthy by the name of Nabal who lived here. da gab es einen sehr wohlhabenden Mann namens Nabal, der in der Gegend gewohnt hat. And David was protecting the shepherds and those that were out doing the different things. Und David hat auch Hirten und ihre Herden, die in seiner Nähe waren, beschützt vor Überfällen. But there's another challenge he had as a leader. Aber er hatte noch ein anderes Problem als Leiter. As his group of men was growing and they had wives and he had, there needed to be food and water and all of that real practical stuff. Je größer die Gruppe um ihn herum war, die mit ihm gezogen ist, seine Mitstreiter und zum Teil hatten sie auch Frauen, je größer die Gruppe wurde, desto schwieriger wurde es, sie mit Nahrung und Wasser zu versorgen. And so when it was the celebration of the harvest and everything for Nabal, David sent some people to say, can we have some, please, because we need to feed our people. Und als dann die Zeit des Erntedankfests war und die Ernte eingeholt wurde, hat David ein paar seiner Männer zu Nabal geschickt und gesagt, würdest du uns was abgeben von deinem Reichtum, dass ich meine Leute versorgen kann? And this is just a really fun story because it says that Abigail, she was clever and beautiful, but her husband was mean and just a really horrible person. Und es ist eine ganz lustige Geschichte. Also hier wird Abigail beschrieben, dass sie eine Frau war, die Verstand hatte und noch schön war, aber ihr Mann war roh und boshaft in seinem Tun. And so when David's people came and said, can we have something to feed us, Nabal's response was, who's David? Who is this person? I don't care who he is. Und also als David dann ein paar von seinen Leuten zu Nabal geschickt hat und ihn gebeten hat, um was zu essen, war die Reaktion von Nabal, wer ist dieser David schon? And this really made David angry, and because of that he was going to take his men, go in and basically kill Nabal and anybody else who was around. It was kind of like an anger retaliation. Aber diese Abfuhr, die David da bekommen hat von Nabal, hat ihn sehr wütend gemacht und er hatte eigentlich sich schon entschlossen, dann mit seinen Männern dorthin zu gehen und Nabal und alle um ihn herum zu töten und sich so zu rächen. Now Abigail, aware of this, she knew what was going on. She was clever, not just beautiful, and so she got a load of stuff on donkeys, sent it out to David, and David in that way was stopped from this rash thing he would have done, which would have been murder. Aber Abigail war nicht nur hübsch, sondern auch smart, und sobald sie das mitbekommen hat, was ihr Ehemann dort gesagt hat, da hat sie ein paar Esel beladen mit Nahrungsmitteln und hat sie zu David geschickt und sich entschuldigt bei ihm und so David vor Mord bewahrt. And so this story turns into a chick flick. Diese Geschichte entwickelt sich zu einer Liebesgeschichte, whereby a little bit later we find Nabal, he has a heart attack or something and he dies. Ein bisschen später stirbt Nabal an einem Herzschlag. And so a little bit after the mourning, David takes this bright, sharp, beautiful woman and he becomes his wife. Nach der Trauerzeit nimmt sich David dann diese clevere und schöne Frau als Frau.
So they lived happily ever after. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende. As all chick flicks end. So wie alle guten Filme aufhören. Alright. So we just very quickly on this now, we have a second time that David spares the life of Saul. Und es gibt noch eine zweite Situation, wo David wiederum das Leben von Saul verschont. And again, the people of this city here betray David. This is the second time they've done that. Und die Einwohner von Sif verraten David zum zweiten Mal hintereinander. And we have Psalm 54 that was written out of this particular experience. Und wir wissen, dass Psalm 54 aus dieser geschichtlichen Begebenheit heraus entstanden ist. And what is interesting about the Psalms is just the earthiness, the reality, the hardcore way people are just so honest with God when they write these Psalms. Und was mich beeindruckt, ist einfach, dass in den Psalmen irgendwie, da merkt man, dass der Psalmschreiber wirklich mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität steht und da fließt echtes Leben ein in das, was er schreibt im Psalm. And it's not unusual with Psalms of lament that the psalmist prays really bad things upon their enemies. Und es ist oft so, dass in Klagepsalmen der Psalmist wirklich furchtbare Sachen ausruft über seine Feinde. And in this psalm, David is praying. He says in verse 5, he will repay my enemies for their evil. In your faithfulness, put an end to them. Psalm 54, verse 5. Und da betet David, Gott wird die Bosheit meinen Feinden vergelten, vertilge sie um deiner Treue willen. In other words, well, let's say this: how would David feel when the people of Ziph had deliberately betrayed him? Stellt euch mal vor, wie David sich wohl gefühlt hat, als er merkt, dass die Einwohner von Ziph ihn absichtlich, vorsätzlich verraten haben an Saul. He would probably feel a little upset. Ich könnte mir vorstellen, dass er ein bisschen sich geärgert hat. And the marvelous thing about the Psalms is just the honesty of the emotions of how people feel when they're processing their adversity and their difficulty with God. Und das Spezielle an den Psalmen ist einfach diese totale Ehrlichkeit der Psalmschreiber, wie sie mit ihrer Situation umgehen und das vor Gott zum Ausdruck bringen. But at the same time, recognizing that God is there to protect. Also sie sprechen aus, was gerade passiert, aber gleichzeitig anerkennen sie auch, dass Gott da ist und sie beschützt. But surely God is my helper, the Lord is the upholder of my life, verse 4. Zum Beispiel in Vers 4 oder 5, verse 4, Yes. 54:4, that's fine. Behold, God is my helper. Okay, yes. In Vers 6, siehe, Gott steht mir bei, der Herr erhält mein Leben. Yeah. And so we have a very similar scenario to the first one. David confronting Saul about the wrong he was doing. Also da wiederholt sich eigentlich das gleiche Szenario wie beim ersten Mal. David konfrontiert Saul mit seinem falschen Verhalten. But he would not lay a hand against him to destroy him. Aber er weigert sich, Hand anzulegen und ihn zu töten. And so after this second time, it's as if David realized he would never be safe all the time he stayed in Judah.
Und nach diesem zweiten Verrat wird sich David klar, dass solange er in Judäa bleibt, in Juda bleibt, wird er nie sicher sein vor Saul. And so he goes to the Philistines, and he figures that if he can find a place there, he would be safe because Saul wouldn't come into Philistia to attack him. Also entscheidet